Wenn du deine Flexibilität beim Trompetespielen steigern möchtest und deine Intonation verbessern möchtest, empfehle ich dir, mit vorsichtigem Tönetreiben zu beginnen. Du kennst es bestimmt, die Übung, man spielt auf einem gewissen Ton, G1 zum Beispiel, und lässt den Ton etwas fallen und bringt ihn wieder zurück. Ich mache es dir einmal vor. Anfänglich wird dieser Bogen, der nach unten geht, sehr, sehr klein sein. Aber mit zunehmendem Training wirst du bemerken, kannst du den Ton absichtlich der Trompete aufzwängen und kommst somit etwas tiefer in den Tonbereich und kehrst wieder zu deinem Ausgangston, in dem Fall G1, zurück. Du kannst das Ganze natürlich auch etwas schneller gestalten, indem du es zum Beispiel so übst. Und du wirst bemerken, du spielst insgesamt deine Töne lockerer. Wieso? Du zwängst der Trompete diesen etwas dumpfen Klang auf, dieses intonationsmäßig viel zu tiefe Spielen der Töne. Und sobald du wieder zurückkommst, wirst du bemerken, du lockerst deinen Ansatz und lässt die Luft viel besser fließen. Dadurch nimmt die Trompete deinen Klang, den du produzierst, viel besser auf und klingt somit insgesamt ausgewogener. Solltest du zum Beispiel bemerken, dass du intonationsmäßig immer sehr, sehr weit mit dem Stimmbogen in der Trompete bist oder dass alle Töne von dir immer zu hoch sind, kannst du es anhand von dieser Übung lockerer gestalten und du wirst merken, insgesamt spielst du mit weniger Lippenkraft, mit weniger Anstrengung und deine Töne werden klanglich etwas tiefer werden, somit bist du mehr im Tonzentrum als permanent zu hoch. Natürlich ist es wichtig, dass man das Ganze erstmal in Zeitlupe übt, damit man fühlt, was passiert denn eigentlich mit meinem Ansatz, mit meiner Zunge, mit der Luftführung, mit dem Luftdruck. Und dann schneller werden und letztendlich kannst du dann auch die Bewegung natürlich laufen lassen. Probier es mal aus und halte mich auf den Laufenden, wie es bei dir funktioniert. Ansonsten am Ende gerne ein Like und ein Abo dalassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.